Wie zeichnet man einen Adler realistisch? Ja, ganz einfach. Bevor man damit anfängt, ist es wichtig, die Proportion zu beherrschen, Schnabellänge, aber auch das Auge ist mit das Allerwichtigste. Aber auch die Kopfform. Also immer erst die Proportion beherrschen und dann geht's los. Dann kann man sich um das Realistische kümmern. Ich habe dazu ein Video jetzt vorbereitet, wo ich auf 3 typische Fehler erst einmal eingehen möchte. Doch bevor wir loslegen, zeige ich dir hier noch eine Zeichnung, eine Adlerzeichnung von mir, wo du siehst, der Adlerkopf ist hier etwas leicht abgedreht, aber ich fange auch erst an mit dem grundsätzlichen Aufbau und es dann sozusagen von außen nach innen. Ja, das ist hier in dem Fall ein wundervoller Weißkopfseeadler und die Position ist halt etwas speziell, die bearbeiten wir heute nicht. Erst brauchen wir eine Standardposition, wie sie hier erstmal ist, und dann können wir daraus weitere Ansichten entwickeln. Aber lass uns zu den 3 Fehlern kommen, die ich heute hier mal dir vorstellen möchte. Und das trifft natürlich nicht nur auf den Adler zu, sondern auch auf jeden Greifvogel. Natürlich haben die unterschiedliche Schnabellängen und so weiter und so fort, aber grundsätzliche Prinzipien sind dabei zu verstehen. Man muss immer die Proportionen vergleichen. Also, Fehler 1. Häufig ist der Schnabel viel zu lang, ja, und hat auch nicht die richtige Form. Also, ich zeichne jetzt auch einen Adler in der Seitenansicht. Ja. Also, wir haben den Schnabel, ein kräftiger Schnabel. Und wir haben hier so die Lippen und hier den Unterkiefer. Ja. So. Du siehst, ich skizziere das mal bloß, dass es ganz, ganz wichtig ist, diesen Schnabel nicht zu lang zu machen. Wenn er natürlich zu uns kommt, verkürzt er sich dementsprechend. Ja. Das ist ganz klar. Also ganz, ganz wichtig ist immer das Verhältnis, ja, von Schnabelbreite zu Kopfbreite. Also dass der Schnabel nicht zu weit vorsteht. Ja, das habe ich hier in dem Zeichenkurs auf meiner Akademie nochmal genauer erklärt. Gibt es ja immer diese Workbücher dazu. Du siehst hier das Verhältnis, ja, von wie weit der Schnabel vorsteht. Er wird meistens zu groß gezeichnet, weil er uns so mächtig scheint. Wenn der Adler sich zu uns dreht, verkürzt sich natürlich der Schnabel, ja. Aber das erkläre ich hier. Das ist alles den Teilnehmern des großen Zeichenkurses hier für gezeichnete Teils der Adler vorbehalten. Das sei nur exemplarisch erwähnt, ja. Also kommen wir zum Fehler 2. Das Auge ist ja hier von einem Knochenschild überdeckt, das dem Adler hier vor Sonne schützt, ja, und vor Fremdkörpern das Auge. Und das wird meistens in diese Richtung gezeichnet hier, ja, einfach viel zu offen. Aber richtigerweise kann man das natürlich hier in diese Richtung gehen, ja. Zeichne mir hier das Auge ein, dass es etwas verdeckt wird und dann bekommt das Auge auch diesen strengen Blick, siehst du? Und der Rest sind dann halt der Rest ist Licht und Schatten. Ja. Hier hat er dann seine Federn, die gehen dann hier rum. Ja, und du siehst, er wird, wenn ich jetzt hier ein wenig ansetze, siehst du, wie das Auge immer mehr an Form annimmt. Ja? Also an Form annimmt, immer realistischer wird. Aber das erkläre ich, wie gesagt, in dem Zeichenkurs auf meiner Akademie ganz genau. Schau gerne in den Link unter dem Video in der Beschreibung. Aber du siehst, mit ein paar Strichen hier wird das Auge immer realistischer. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass es unter diesem Knochenschild hier ist. Ja? Nicht wie hier, wie bei einem, sagen wir, einem normalen Vogel, einer Amsel beispielsweise.
Und dann kann man noch, den Trick hatte ich dir ja schon gezeigt, mit dem Papierwischer oder Wattestäbchen hier das noch beschatten. Ja. Das wird dann sozusagen immer dunkler, denn auch wie beim menschlichen Auge hat diese Funktion hier auch eine schützende Funktion. Ja. Und der Knochenschild wirft Schatten auf den Augapfel des Adlers. Siehst du, und so entwickelt sich so ein Auge immer mehr. Ja, ganz, ganz wichtig. Jetzt kann ich hier wieder einen Lichtreflex reinholen, wo ich meinen Radierer. Ja, den habe ich ein bisschen zugemalt. Muss man mal ganz vorsichtig dunkel machen, gerade wenn man mit dem Stift reingeht, dass der Lichtreflex wirklich noch zu sehen ist und das Auge beim Adler halt nicht zu dunkel wird. Ja, du siehst ja hier, es ist gar nicht so dunkel, wie man denkt. Also die Iris hier, es ist gar nicht so. Ja, so. Und wenn man will, kann man das hier noch ein bisschen abdunkeln und dann hat man schon mal das Auge. Und das Auge ist wirklich sehr, sehr wichtig. So. Siehst du, was ich meine? Also ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Ja, das geht hier so. Und der Rest ist dann Licht und Schatten. So, lass uns weitergehen zum dritten Fehler, der häufig gemacht wird. Der Kopf wird hinten einfach abgeschnitten. Ich schaue mal kurz, ob du das noch siehst hier. Das ist schon relativ tief. Ich lege das mal etwas höher für dich. So. So ist wirklich gut. So. Also, du siehst, der Kopf hat hier einen gewissen Winkel. Also der Adler hat durchaus einen Hinterkopf und viele schneiden diesen Kopf immer ab. Das ist wie beim Menschen. Ja, also er hat eine gewisse Ausdehnung. Ja, ich zeige dir das nochmal. Hier aus dem Buch. Du siehst, hier ist er relativ breit hinten. Hier auch. Und wenn wir beginnen, den Kopf zu drehen, wird er natürlich immer kürzer, der Kopf. Sprich der Hinterkopf. Ja. Das ist praktisch damit gemeint, dass wir hier wirklich einen Hinterkopf haben beim Adler. Ja, wie setzen wir das zeichnerisch um? Los geht's. Also, Schnabel. Ach, hier ein bisschen gucken lassen hier. Unterkiefer. Das Auge. Und jetzt gucken wir uns den Hinterkopf an. Ja. Wir gehen hier hoch. Ich zeichne mal mit kleinen Schritten und dann nicht so wie hier, halb abgeschnitten, sondern wir müssen hier wirklich dem Adler einen schönen Hinterkopf geben. Ja. So. Siehst du? Dass er hier halt in diesem Bereich eine Dimension noch hat. Ja. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass er hier wirklich lebendig ist und auch einigermaßen anatomisch so korrekt ist. Ja. So, jetzt zeichnen wir hier den Nasenloch noch ein. Ja,
Und du siehst, hier ist der Schnabel ein bisschen mehr gebogen, hier ist er mehr ein bisschen mehr in diese Richtung. Das spielt erstmal keine Rolle. Wir wollen ja nicht den Adler, wir wollen ja nicht einen Adler abzeichnen, sondern wir wollen allgemein uns dem Adler nähern. Und wenn du einen Lieblingsadler hast, dann kannst du ihn natürlich speziell personalisieren mit dem richtigen Schnabel. Ja? Also das spielt keine Rolle. Du kannst natürlich hier den Schnabel hier wegnehmen. Guck mal, hast du den gleichen Effekt, ist der ein bisschen runder. Ja? Aber weißt du, das Individuelle ist ja auch wichtig. Ja, das ist ja auch deine Handschrift sozusagen. Also nutze Vorlagen nur als Inspiration. Ja? Denn Kunst ist halt nicht abzeichnen, sondern viel Inspiration. Ja? Das machst du jetzt ja auch. Du schaust mein Video und sagst, ah, so geht das. Muss ich gleich auch mal probieren, muss ich gleich auch mal umsetzen. Wie das funktioniert so. Ja? Und da bist du halt wirklich, da kommst du wirklich nur auf deine Handschrift an sozusagen. Ja? So, hier kann man schön rumspielen. Und dann kriegt man hier, kann man mit dem Adler so ein bisschen arbeiten. Ja? Und den kannst du halt, wie gesagt, in deiner Charakteristik zeichnen, wie du magst. Denk dran, dass die Federn auch, wenn du ihn so ein bisschen wie ich mehr ausführen willst, um den Kopf mit der Form rumlaufen. Ja, das habe ich in anderen Videos erklärt. Die werde ich dir noch am Ende hier oben verlinken, dass du da nochmal schauen kannst. Auch werde ich noch das Adler-Video hier, das werde ich auch noch einmal hochladen, weißt du? Das hier, damit du da in Ruhe nochmal schauen kannst. Hier geht es auch ziemlich in die Details rein, die ich zeichne. Ja, also du siehst schon ganz viele Schichten im Aufbau bei diesem Kunstwerk. Ja, das ist ungefähr 80 mal 80 cm, glaube ich, also ziemlich groß. Also du siehst, man kann den Adler etwas kleiner zeichnen, etwas größer zeichnen, aber dennoch braucht man erstmal einigermaßen die Proportion, damit der praktisch stimmig ist und damit du wirklich hier erstmal eine Ausgangsbasis hast. Ja? Später kannst du immer noch das hier alles ein bisschen auflockern. Ja? Aber das sind dann wirklich die Feinheiten. Wichtig ist erstmal wirklich, ich gehe jetzt mal ein bisschen rüber, dass du wirklich hier eine gewisse Form hast. Siehst du? Kann man schon fast kugelförmig sagen hier. Ja? Es baut sich auch am besten mit so einer Kugel auf, aber das, wie gesagt, ist meinen Teilnehmern von den großen Zeichenkursen vorbehalten. Da zeige ich das nochmal ganz speziell, wie man das im Einzelnen sozusagen aufbaut. Ja. Ach, du siehst mich gerade noch. Hier auf dem Falkenhof konnte ich gut die Adler studieren. Also es ist schon ein richtig geiles Gefühl, so einen Adler auf dem Arm zu haben. Ja. Eine Präsenz hat dieser Vogel, ich glaube 4-5 Kilo, gar nicht so schwer. Aber du siehst, ich gehe so ein bisschen zurück. Man denkt immer daran, dass der einen so anhaken will, aber das macht er eigentlich nicht. Ja. Das tut er eigentlich nicht. Ja. Also, ich hoffe, ich konnte dir wieder weiterhelfen mit diesem Video, denn ich habe viele Anfragen zum Thema Greifvögel oder Adlerzeichnen bekommen. Und es ist wirklich wichtig zu verstehen, welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte beim Zeichnen. Ja? Und das ist halt ganz wichtig. Wie gesagt, schau gerne hier unten in der Beschreibung. Dort findest du sogar einen kostenlosen Kurs, den ich dir anbiete als Einstieg in meine Zeichenwelt, aber auch, du kommst auch direkt zur Akademie. Ja? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du möchtest,
lass mir gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal, damit du weitere Zeichentipps erhältst. Und wenn du Fragen hast, schreib es einfach unten in die Kommentare rein. Das war ein weiteres Video von Schmidts Zeichenwelt und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist.